Und jetzt sprechen wir von meinen aktuellen Projekten. Ich habe 3, wie immer oder wie häufig. Ich habe was fertig gestrickt, was ich in den letzten paar Folgen entweder angesprochen oder gezeigt habe. Zeige ich jetzt. Und zwar ist das der Enkas Cardigan für meine Tochter. Man sieht, ist noch nicht gebadet und es fehlen Knöpfe. Aber die Fäden sind vernäht. Das sieht so aus. Und von hinten sieht das so aus. Ja, man erkennt diese typische Rundpasse von Enkas Modellen von Petit Knit. Ja, was kann ich dazu sagen als erstes? Ja, das ist eigentlich, ich glaube, dass die Anleitung heißt Enkas Cardigan My Size oder sowas. Also ist für Erwachsene eigentlich. Meine Tochter ist ja 6 und nach der Anleitung wird das Erwachsenenmodell mit einem Sportsgarn oder wahrscheinlich einem dünneren Decay-Garn gestrickt mit Nadeln 4 oder sowas. Könnte 4 sein, das weiß ich nicht genau. Und ich mache das ja immer wieder so, dass ich Erwachsenenmodelle für meine Tochter nachstricke, aber mit dünnerem Garn und dünneren Nadeln. Und so habe ich das bei diesem Enkas Cardigan auch gemacht. Ich habe den gesamten Cardigan mit der Dreiernadel gestrickt aus einem Fingering-Garn. Und die Bündchen an den Ärmeln und unten habe ich mit 2 75er Nadel gestrickt. Und ich habe ja im Gegensatz zu der Anleitung hier in der Rundpasse 2 Farben verwendet, abwechselnd. Ja, das sind dann jeweils quasi die Streifen, die Rippenstreifen. Und das ist Mondim von Retrosaria Rosa Pomar. Das werde ich alles wie immer verlinken und hier auch schreiben. Das Garn ist also Mondim in 2 Farben. Und welche Farben das sind, muss ich nachgucken. Ich verlinke das natürlich, aber ich sage direkt auch die Farben. So muss ich mal gerade schauen, unhöflicherweise, tut mir leid. So, die hellblaue Farbe ist Nummer 114 und diese bunte Farbe, das ist die Nummer 202. Und ich habe für den Cardigan weniger als 200 Gramm gebraucht. Ich habe die kleinste Größe gestrickt, wie gesagt mit dünnerem Garn und dünneren Nadeln. Und der Cardigan passt für meine 6-jährige Tochter, die recht hoch gewachsen ist, perfekt. Ist ihr ein bisschen zu lang, was aber auch die Idee war, also breiten oder hier so weitentechnisch perfekt. Also eigentlich habe ich versucht, mache ich eigentlich immer, dass ich versuche, die Sachen für meine Tochter so zu stricken, dass sie 1-2 Jahre tragen kann, was bei Kindern ja manchmal ein bisschen schwierig ist. Die wachsen dann plötzlich sehr schnell und dann wachsen sie 3 Monate kaum und dann wachsen sie wieder ganz schnell. Ja, was soll ich sagen? Also für 2 Jahre wird er wahrscheinlich nicht reichen, aber für jetzt passt er sehr gut und wird sicherlich für 1 Jahr reichen. Ja, also die Ärmel sind ein bisschen zu lang und der Cardigan auch, wobei die Länge des Cardigans ist ja egal. Und die Ärmel kann man umschlagen und ja, das ist auch die Idee gewesen, warum ich die Bündchen ein bisschen länger gemacht habe, als es vorgesehen ist in der Anleitung, glaube ich. Aber so sieht das auch perfekt, super aus, denke ich. Ja, was kann man noch dazu sagen? Das Garn ist sehr, sehr schön. Ja, ich liebe Mondim. Ich habe ja, bevor ich diesen Cardigan angeschlagen habe, habe ich den Celtic Cardigan aus Mondim in einer La Bien-Aimée-Färbung gestrickt. Ich verlinke die Folge hier auch. Den habe ich schon mehrfach getragen, der trägt sich so schön. Den hatte ich auch auf der H&H an. Der ist einfach nur, also es ist, als würde ich so ein klimatisiertes Kleidungsstück tragen, ja. Es ist dünn, weil mit Dreiernadeln gestrickt, weil beim Celtic Cardigan auch, ja, also ist wirklich dünn, aber das ist ein wirklich sehr schönes nicht nur ein schönes Strickbild, sondern auch so eine schöne Strickfestigkeit,
Und das ist Non-Superwash, ja. Das heißt, der Körper oder das Strickstück gleicht die Körpertemperatur quasi aus, in Abhängigkeit davon, ja, in welchem Klima oder in welcher Temperatur man sich befindet. Ja, es ist halt einfach nur nicht zu warm und nicht zu kalt, egal wie es ja, im Raum ist. Draußen habe ich den Cardigan jetzt nicht wirklich getragen, aber ja, also ist einfach nur ein schönes Garn für Kleidungsstücke aus meiner Sicht. Eigentlich ist das ja ein Sockengarn, glaube ich, ein plastikfreies Sockengarn. Ich habe auch Socken daraus gestrickt, sowohl für mich als auch für meine Tochter. Aber ich habe die Socken recht schnell durchgelaufen. Ich habe Löcher in beiden Paaren, die ich für mich gestrickt habe. Eine Socke davon hat meine Tochter verloren, deswegen hat sie in ihren noch keine Löcher. Aber für mich funktioniert das als Sockengarn nicht so gut. Die Steffi von Feierabend Frickeleien und vom Frickelcast, sie hat ja so eine Studie gemacht über plastikfreie Sockenwolle. Und sie hat auch Mondim getestet und sie hat geschrieben, dass sie super tragen kann und sie laufen sich nicht durch. Sie hat aber, ich glaube, mit 1,5 mm Nadel gestrickt und das wäre mir zu viel des Guten. Ja, also das wäre mir zu schwer zu stricken sozusagen, also zu eng, zu fest. Deswegen versuche ich es gar nicht. Und da ich für diese Wolle viele andere Anwendungsmöglichkeiten habe, stricke ich einfach Kleidungsstücke daraus, weil das eigentlich so die perfekte Festigkeit für mich ist. Und ich stricke halt einfach sehr gerne damit. Das strickt sich auch wirklich sehr schön und erstaunlich schnell, obwohl ich mit Dreiernadeln stricke. Und ja, jetzt bin ich ja mit diesem Cardigan fertig, mit allem außer Baden und Knöpfe. Jetzt muss ich natürlich die Knöpfe irgendwo finden. Ich habe so viele Knöpfe nicht zu Hause, also so viele gleiche. Ich muss 13 gleiche Knöpfe finden. Ich habe 13 Löcher gemacht, aber der ist fertig. Und das heißt, ich muss was Neues aus Mondim anschlagen. Das ist irgendwie bei mir so ein, wie heißt das? Also ich brauche das immer, irgendwas aus Mondim auf den Nadeln. Und deswegen habe ich Mondim bestellt. Moment, wie zeige ich das? Ist schwierig mit der Kamera. Da. Auf dem Tisch liegt meine Lieferung von gestern. Ich habe was von Retrosaria Rosa Pomar aus Portugal, aus Lissabon, glaube ich, direkt bestellt. Ich zeige ganz kurz, was ich da bestellt habe. Also man sieht meine Lieblingsfarbpalette. So, das ist meine Bestellung. Und zwar habe ich Mondim in dieser Farbe bestellt, ja, also so beige. Das ist, glaube ich, eine Suppe. Nee, Moment, ich will das nicht auspacken, das sind halt so Verkaufseinheiten. Farbe 109, also einfach so ein Mittelbeige quasi. Dann, Verzeihung, dieses Krickele, ja, also die Geräusche. Tut mir leid wegen der Geräusche. So, dann habe ich auch wieder Mondim in Naturweiß ungefärbt. Ja, ich habe lange gewartet. Ich habe in einer meiner Folgen gesagt, dass ich den nirgendwo finde, die Farbe nirgendwo finde. Auch direkt bei Rosa Pomar war das ja nicht da eine Zeit lang. Und dann kam wahrscheinlich eine neue Schuhe und Mondim in Naturweiß ist da. Ja, das ist eine meiner Lieblingsfarben grundsätzlich, beziehungsweise das Fehlen der Farbe ist eine meiner Lieblingsfarben. Und dann habe ich nochmal Beroa bestellt, auch ungefärbt. Das ist dann offiziell quasi Farbe 401. Daraus habe ich ja ein Cardigan gestrickt, ist gar nicht wahr, ein Tuch gestrickt. Wenn mir das einfällt beim Bearbeiten der Folge, verlinke ich hier die Folge, in der ich dieses Tuch zeige. Das ist in einer anderen Farbe, aber das ist eigentlich das wärmste Tuch, das ich habe und das ist sehr, sehr bequem, sehr angenehm. Ich trage das normalerweise nicht draußen, aber zu Hause ist das perfekt, wirklich für alle Anwendungen. Ja, und daraus weiß ich noch nicht, was ich stricken möchte. Auch aus allen anderen Garnen. Aus dem beigen Mondim stricke ich wahrscheinlich ein Cardigan für mich oder ein Pullover. Wahrscheinlich eher ein Cardigan. Ich bin so ein Cardigan-Typ. Ich stricke sehr gerne Cardigans. Daraus könnte ich mir auch eine Strickjacke für draußen gut vorstellen. Ja, mal sehen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich liebe diese Farben. Das zweite Projekt ist das Suchtprojekt.
also der Namensgeber für die Folge, neben der Haut Haar. Suchtprojekt ist das, weil weil die Geschichte, also ich erzähle die Geschichte sozusagen hinter diesem Projekt. Ich habe die Anleitung zufällig gesehen, beziehungsweise das Design, die Fotos davon zufällig auf Ravelry gesehen, sofort gekauft, ausgedruckt, Garne ausgesucht, mehrere Varianten. Eine zweite Variante, die ich noch nicht stricke, liegt jetzt bereit quasi für die zweite Version und sofort angeschlagen. Und dann am gleichen Abend noch die gesamte Rundpasse gestrickt. Und zwar handelt es sich um die Promenade Blouse, also sozusagen die Promenadenbluse von Kadri. Ich werde das hier schreiben und das Design bzw. die Fotos von der Designerin in ein paar Ausführungen auch von einer Teststrickerin zeigen. Die sind sehr schön nämlich. Ja, dann habe ich das durchgestrickt. Ach ja, die Garne. Ich erzähle vielleicht zuerst was zu den Garnen. Ich habe mich im ersten Moment, also bei der ersten Version, für diese beiden Garne entschieden. Diese beiden, das ist einmal, wo steht das hier? Hedgehog Fibers Skinny Singles. Und zwar in Farbe Crystal, also Kristall, ist auch ziemlich kristallig. ist 100% Merino. 366 Meter auf 100 Gramm. Hier steht nichts über Superwash. Es könnte also sein, dass es Non-Superwash ist oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, also ich bin davon ausgegangen, dass es Superwash ist, was bei der Mischung mit Silk Mohair für mich in Ordnung und sich für mich gut anfühlt. Und das ist handgefärbt. Ja, man sieht das hier, ja, also das ist mal heller, mal dunkler, ist ein schönes, kühles Grau. Und ich liebe Singles. Ja, ich finde sie so schön flauschig. Sie sind ja quasi für mich so also einfädig, ja, an der Grenze zu unversponnen. Natürlich sind sie versponnen, aber da ist quasi so die Grenze zu unversponnen für mich irgendwo bald erreicht. Und ich mag ja unversponnene Garne auch. Ja, also genau, die Farbe habe ich gesagt. Und der Silk Mohair, das ich verwende, ist Lamana Premier in Farbe 03. Das ist, glaube ich, Silbergrau oder Silver Grey. Ich finde, die passen perfekt zusammen. Aber in diesem Design werden sie ja nicht zweifädig, also nicht als zwei Fäden zusammen verstrickt, sondern abwechselnd, einfädig jeweils. Ja, das ist das Interessante an diesem Design. Naja, wie ihr gesehen habt, sind das ja Streifen und zwar immer abwechselnd in ungefähr gleicher Breite. Ein Streifen von einem, ich weiß gar nicht, also von einem normalen Garn, Merino in diesem Fall, und dann ein Streifen in Silk Mohair, auch einfädig. Und das besonders Interessante dabei, und für mich war das eher unerwartet, obwohl das in der Beschreibung steht, musste ich das mehrfach lesen, um das nachzuvollziehen. Der dickere Faden, das ist Fingering, der dickere Faden wird mit der dünneren Nadel gestrickt, mit 3,75er Nadel. Und der dünnere Faden, das ist ja Lace-Stärke, das sind übrigens 300 Meter auf 25 Gramm. Ich werde die Folge über meine Marktstudie zu Silk Mohair Garnen verlinken. Das ist eins der, ja, so auf den ersten Blick teureren Garne, aber erstens ist das Silk, also Seidenanteil, ist der Seidenanteil hier ja höher als bei den meisten anderen Silk Mohair Garnen, und zwar 40% Seide, 60% Mohair. Das fühlt man auch, ja, das ist wirklich so weich. Und das läuft halt länger als die meisten anderen Garne, sodass der Preis pro 100 Meter, was ja signifikant wichtig ist beim Stricken, ja, wir brauchen die Länge und nicht ja, die Zahlen sind im Prinzip egal, aber wir wollen halt mehr Länge pro Euro haben, wenn wir etwas Gutes kaufen wollen. Und bei diesem gleicht sich das sozusagen aus. Das heißt, der auf den ersten Blick höhere Preis ist dann am Ende gar nicht so teuer pro 100 Meter. Ja, das seht ihr dann in meiner
ich glaube, das ist Folge 5, wo ich über diese Marktstudie spreche, die ich gemacht habe. Und die Berechnungen versuche ich auch immer wieder zu aktualisieren, wenn ich neue Silk Mohair Garne kennenlerne. Die findet ihr auf meiner Seite. Ich verlinke beides in der Beschreibung und zeige das hier irgendwie auf dem Bildschirm, so dass ihr ja, wisst, worauf ich hinaus will. Da sind die beiden Garne. Ja, wie ich eben gesagt habe, strickt man ja quasi das mit der dünneren Nadel und das Silk Mohair mit einer dickeren Nadel. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn ja, normalerweise stricke ich so dünnen Faden nicht mit so einer dicken Nadel, ja, nicht mit 5 mm. Das sieht zwar schön aus, aber das ist halt relativ unbequem für mich im ersten Moment gewesen. Also habe ich bei dem ersten Silk Mohair Streifen zuerst mit der Holznadel probiert, weil ich dachte, die rutscht dann nicht so wie die Metallnadeln, mit denen ich am liebsten stricke. Aber die rutschte dann quasi gar nicht. Ja, also ich musste dann immer das Gestrick ja so ziehen und schieben, das fand ich sehr, sehr verstörend. Und die Holznadel ist schwerer als meine Metallnadeln, mit denen ich stricke. Ich stricke mit Haya Haya in diesem Fall. Ja, ich habe mehrere Sets von Haya Haya und stricke sehr, sehr gerne mit ihnen. Sie sind auch, also sie haben quasi Lace-Spitzen. Ich zeige sie gleich, oder ich zeige mal die Fünfer. So, die Lace-Spitzen, ja, sind sehr dünn. Und das ist natürlich perfekt für Lace, also gut, ich glaube, das ist, also Lace-Spitze heißt das, glaube ich, weil man damit Lace, also nicht Lace-Garn, sondern also quasi Lochmuster strickt. Kann aber auch sein, dass das wegen Lace, also wegen Lace-Garn so heißt. Das könnt ihr ruhig in den Kommentaren reinschreiben. Das, ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wo das herkommt. In jedem Fall hat das einen enormen Vorteil, wenn man so dünnen Faden strickt, ja, weil man dann viel besser nach dem dünnen Faden greifen kann beim Stricken. Und das ist, also wirklich, hat sich bewährt. Dieses Set mit so dünnen Spitzen hat sich aber wirklich sehr bewährt beim Stricken mit dünneren Garnen, besonders. Jetzt zeige ich erstmal, ach nee, genau, jetzt erzähle ich die Geschichte eigentlich. Ja, ich habe, wie gesagt, am ersten Tag, also ich habe jetzt absichtlich noch nichts gezeigt, also nichts gezeigt, was ich gestrickt habe in diesem Kontext. Am ersten Tag habe ich die gesamte Rundpasse gestrickt, oder fast gesamt, also ja, sagen wir mal so bis hierhin, so ungefähr. Und festgestellt, dass sie viel zu breit ist. Ich habe Größe M zuerst angeschlagen und ja, bis hierhin gestrickt. Und zwar, das Ganze war so breit, dass ich quasi, also nicht so eine ganz normale Rundpasse, die ja, wenn man sie so flach auslegt, einen normalen flachen Kreis bildet, sondern ich hatte wie so Rüschen. Ja, direkt ab der ersten Zunahme rüschte sich das. Und das war natürlich nicht richtig. Ich dachte, das dehnt sich so ein bisschen und wird dann korrekt aussehen, aber mit jeder weiteren Zunahmerunde wurde das nur noch schlimmer. Ja, also habe ich das irgendwie anprobiert und verstanden, nee, das wird nichts für mich. Also habe ich das komplett geribbelt, in Größe S angeschlagen, auch wieder an einem oder 2 Abenden die Rundpasse gestrickt und sogar die Ärmel abgetrennt und bis hierhin gestrickt. Das blende ich jetzt hier als ja, Aufnahme ein. Ich habe das gestern anprobiert und wollte eigentlich das Ganze zu Ende stricken. Und das hatte ich auch in der Folge, die ich gestern aufgenommen habe, habe ich auch gesagt, dass ich es zu Ende stricken werde, obwohl es immer noch ein bisschen zu weit aussieht. Ich habe es aber nochmal mir angeguckt und überlegt, es ist immer noch viel zu breit. Also habe ich es bis zu dem wie heißt das? Halsausschnitt, bis zu dem Bündchen geribbelt, nur das Bündchen noch übrig gelassen, die Nadel wieder reingetan und überlegt, was ich machen soll. Ja, und also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe natürlich blöderweise auch keine Maschenprobe gemacht, sodass ich, also der Designerin will ich überhaupt nichts vorwerfen. Es gibt sehr viele Teststricks oder Fotos von den Teststricks. Es gibt auch viele Projekte
vor diesem Modell und die sehen alle super aus und keiner beklagt sich. Jedenfalls habe ich nichts gesehen, dass sich jemand beklagt hat. Deswegen nehme ich an, dass meine Maschenprobe komplett off sozusagen ist, also überhaupt nicht dem entspricht, was die Designerin sich überlegt hat. Aber ich habe immer noch keine Maschenprobe gemacht und habe auch nichts ausgemessen. Dafür habe ich aber 2 Fehlversuche gehabt. Ja? Und als jemand, der ja, gerne über das eigene Verhalten reflektiert, habe ich mir überlegt, okay, ich weiß, was jetzt zu viel ist. Wie lässt sich das vermeiden, dass der nächste Versuch wieder in so einem in so einer Schmetterlingsrundpasse endet? Denn wenn man sie so umschlägt und so hält, dann müsste sie eigentlich wie so ein Halbkreis sein, eine richtig gestrickte Rundpasse. Und bei mir war sie so richtig wie so ein Schmetterling. Ja, es war klar, die Zunahmerunden mussten weniger Maschen beinhalten. Und so habe ich mir das ja halt überlegt. Die Zunahmerunden in der Anleitung folgen einer bestimmten Regelmäßigkeit, ja, und also man fängt mit einer bestimmten Häufigkeit der Zunahmen an, also immer regelmäßig. Bei Rundpasse ist das ja immer so dann, dass zum Beispiel alle 3 Maschen eine Extramasche dazu kommt oder alle 5 Maschen oder sowas. Und so ist das bei dieser Anleitung auch. Sie fängt mit einer bestimmten Häufigkeit der Zunahmen an. Bei der nächsten Zunahmerunde sind die Abstände zwischen zugenommenen Maschen immer um eine Masche höher. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt mit 5 anfangen würde, was nicht der Fall ist, würde die nächste Zunahmerunde wären die 6 Maschen zwischen zugenommenen Maschen, dann 7, 8, 9 und so weiter. Ja, und das sind je nach Größe eine unterschiedliche Anzahl der Zunahmerunden. Und ich habe das aber anders gemacht. Ich habe erstens höher angefangen, das heißt, meine erste Zunahmerunde, die direkt nach dem Bündchen kommt, nach dem Halsausschnitt Bündchen, da habe ich schon mehr Abstand zwischen den zugenommenen Maschen gelassen. Und zwar 3 Maschen, glaube ich. Ich habe mit 3 angefangen. Ich gucke mal in meine Notizen. Genau, ich habe mit 3 angefangen. Bei der nächsten Zunahmerunde habe ich nicht +1, sondern +2 gemacht. Ja, also dann die zweite Zunahmerunde waren bei mir 5 Maschen, 5 Maschen, eine Zunahme, 5 Maschen, eine Zunahme, 5 Maschen, eine Zunahme. Dann 7, dann 8, dann 9 und jetzt bin ich bei 11. Könnte sein, dass das jetzt die letzte Zunahmerunde war. Ich muss mal schauen. Könnte sein, aber dass es die vorletzte ist. Ja, das kommt darauf an, wie weit ich gerade bin. Ich zeige jetzt endlich, was ich schon gestrickt habe. Ich hoffe, das verliere ich jetzt hier nicht. So, und zwar habe ich das. Und das sieht jetzt gut aus. Ja, also das sieht richtig aus für mich. Ich mache das mal ein bisschen näher. Ich hoffe, das seht ihr alles. Ja, das ist natürlich noch so ein bisschen krinkelig oder ja, so zieht sich noch so zusammen, weil das verschiedene Garne sind. So, das ist jetzt, ja, man fängt mit dem Merino an, dann kommt, ja, abwechselnd halt Silk Mohair, Merino, Silk Mohair und so weiter. Und das Interessante ist, ja gut, man sieht, dass mein Merino ein bisschen, also logischerweise fester ist und mehr, ja, das Gestrick ein bisschen verzieht, aber ich denke, das glättet sich alles nach dem Baden. Aber auf jeden Fall finde ich die Optik schon mal mega. Also richtig gut finde ich die Optik. Und das Spannende noch bei diesem Design ist, dass die Anzahl der Runden innerhalb der Streifen unterschiedlich ist zwischen den Garnen. Das heißt, beim Merino-Garn werden 6 Runden gestrickt mit der dünneren Nadel und bei dem Silk Mohair Garn werden 4 Runden gestrickt mit der dickeren Nadel. Und man sieht, ja, also jedenfalls ungebadet, sehen die Streifen ungefähr gleich breit, ja, oder gleich hoch. Ich glaube, breit heißt das. Ja, ich stricke jetzt auch weiter daran, während ich mit euch spreche. Ja, dann komme ich weiter. Und das ist jetzt der 3. Versuch, wie ihr vielleicht mitzählen konntet. Ja, und das ist immer noch mein Suchtprojekt. Ich stricke wirklich sehr gerne dran, obwohl also ich empfinde das als etwas,
ja, weniger bequem, zum Beispiel mit Lace, also mit dem Silk Mohair in Lace-Stärke und den 5 mm Nadeln zu stricken. Das ist jetzt nicht unbedingt meins. 5 mm Nadel ist nicht unbedingt meins, aber es läuft trotzdem gut. Und was ich dazu sagen muss, ja, man muss ja ständig die Nadelstärke wechseln. Und das kann man dann aber so machen, dass man, also ich habe ja hier austauschbare Nadeln von Higher Higher. Und dann mache ich das so, dass, beziehungsweise die Überlegung ist, die Größe der Masche oder also der Umfang der Masche wird ja durch die rechte Nadel bestimmt, weil man, ja, wenn man strickt, auf die rechte Nadel quasi den Faden zieht und er bestimmt ab dem Moment die Größe der Masche und damit die Maschenprobe. Und dann mache ich das auch so, dass ich, wenn ich zu Lace, also zu Silk Mohair wechsle, dann nehme ich diese Nadel ab, also ich drehe sie halt ab und setze hier die 5 mm Nadel dran und stricke dann mit Silk Mohair. Die linke Masche, die linke Nadel bleibt immer die 375er, weil sie ja nicht bestimmend ist für die Größe der Masche und dann muss man sie auch nicht austauschen. Und dadurch wird das Austauschen der Maschen kein Problem. Ja, also es ist dann viel weniger umständlich, als wenn man komplett neue Nadeln reinziehen müsste. Ich weiß nicht, ob jemand das machen würde, aber ich habe das am Anfang tatsächlich gemacht bei meinem ersten Durchlauf. Und dann habe ich mich erinnert, das hat irgendeine der Podcasterinnen erzählt. Ich weiß aber nicht mehr, ob auf YouTube und ob auf Deutsch, aber auf jeden Fall irgendwo habe ich das aufgeschnappt, dass man halt eben nur die rechte Nadel austauscht und dann, ja, dann funktioniert das und das tut es natürlich auch. Das ist ja auch logisch, man kann auch selbst auf so Ideen kommen, aber ich habe das halt irgendwo aufgeschnappt. Das zeigt nochmal, wie toll es ist, dass es solche Podcasts gibt, dass wir uns miteinander austauschen können. Auch die Kommentare sind super. Ja? Ich beziehe mich ja immer wieder auf die Kommentare von euch unter meinen Folgen. Und so lernt man halt auch Sachen kennen, die man entweder nicht wusste oder die einem einfach nicht einfallen. Ja, Verzeihung, dass ich immer wieder auf meine Gestrick gucke. Ich bin gerade hier am runden Ende und muss aufpassen, dass der Faden verwebt ist. Ach ja, genau, das ist auch noch eine Sache. Die habe ich tatsächlich auf Ravelry bei einer Teststrickerin von Kadri aufgeschnappt. Sie hat das da beschrieben in ihrem Ravelry-Projekt. Ich werde wahrscheinlich das Projekt verlinken. Ich hoffe, ich denke dran beim Bearbeiten des Videos. Und sie hat auch ein sehr großes, also einen sehr großen Instagram-Account und postet sehr schöne Fotos. Sie testet wohl Designs für sehr viele Designerinnen und ja, macht sehr schöne Sachen draus, einfach nur. Ja, sie hat schöne Farbkombinationen, strickt sehr schön, sehr schnell offensichtlich, weil sie recht viel postet. Und ja, da habe ich aufgeschnappt, also es geht um Folgendes. Dadurch, dass ich ja ständig zwischen zwei Garnen wechseln muss, nee, andersrum. In der Anleitung steht, dass beim Wechsel zwischen den Garnen, also bei den Streifen quasi, dass der Faden des endenden Streifens abgeschnitten wird, dann der neue Faden angesetzt, dann der neue abgeschnitten, der alte angesetzt und so weiter. Ja, dass man ständig halt Enden zwischen den Streifen zu vernähen hätte. Und ich glaube, sie heißt Prolific Knitter, also diese Strickerin, diese weltberühmte Strickerin, sie hat in ihrem Projekt reingeschrieben, dass sie das nicht getan hat, sondern sie hat den Faden mitlaufen lassen und das ist die Stelle, wo der Faden mitläuft. Ja, ja. Und man sieht nichts. Ja, also der Faden, ich zeige das von Ihnen, da bei dem Silk Mohair hinter der Merino sieht man es natürlich gar nicht. Bei dem Merino-Faden hinter dem Silk Mohair sieht man es ein bisschen. Ja, wenn ich das so nah dran halte, das ist die Innenseite, dann sieht man einen Faden, der hinter dem Streifen läuft. Aber von außen sieht man es quasi fast gar nicht. Ja gut, wenn man so guckt, dann sieht man schon, das wird eine Naht auf der Schulter sein, also eine Naht in Anführungszeichen am Rücken sein. Und das wird aber natürlich nur bis zu der Abtrennung der Ärmel so gehen. Und dann ist diese Naht, also der Wechsel zwischen den Garnen auf einer Seite.
Genau, und das lasse ich so bis zum Ende laufen, weil dadurch sieht man zwar sowas wie eine Naht, wenn man genau hinguckt, durch diese perlige Optik des Garns wird man das sicherlich gar nicht so richtig sehen können, aber das ist ein kleineres Übel auf jeden Fall, als die ganzen Fäden einzunähen, weil sie wären dann viel sichtbarer, ja, weil das ganze Stück so fragil ist, so leicht, das ganze Strickstück. Ja, von daher war das ein super Rat von ihr, das so zu machen. Ja, das war's zu diesem Projekt. Ja, habe ich geschafft. Also zu erzählen, ohne mich zu viel zu verhaspeln. Dann lege ich das mal kurz zur Seite. Das letzte Projekt, das ich noch zeigen möchte, sind Socken. Ja, bei mir seht ihr nicht so viele Socken. Ich stricke Socken ja nicht so gerne. Das ist für mich quasi, ja, manchmal überkommt mich so ein Rappel, dass ich ein paar Socken anschlage oder mehrere Paare, wie das ja vor ein paar Wochen auch schon gewesen ist. Ich habe euch die Socken mit Merino und Silk Mohair also zusammengehalten gezeigt. Bei denen bin ich noch nicht weitergekommen, weil ich ja in diesem Suchtprojekt stricke. Aber ich habe Socken rausgekramt, die ich vor Monaten angefangen habe. Eine Socke komplett fertig gestrickt habe, die zweite bis zur Hälfte des Fußes gestrickt habe. Ich habe an der Zehe, also an der Spitze, also an den Zehen quasi angefangen und stricke von unten nach oben. Und da habe ich halt den halben Fuß schon gestrickt, aber noch nicht weitergekommen. Und jetzt habe ich sie zufällig entdeckt und dachte, oh, die sind so schön, die stricke ich zu Ende. Das Garn gibt es bei mir im Shop übrigens. Das ist ein sehr schönes Garn, also eigentlich eine meiner Lieblingsfärbungen von Faux Ply Signature von West Yorkshire Spinners. Das ist ja ein Sockengarn mit, ich glaube, 30% BFL. Also das Garn sieht so aus. Das ist ja so ein, also das Knäuel, aus dem ich schon eine Socke gestrickt habe und die zweite angefangen habe. Und das wird auf jeden Fall für meine Socken reichen und für meine Tochter noch übrig bleiben. So, und die Farbe ist Passion Fruit Cooler. Das ist die Farbe. Und das ist 75% Wolle, 25% Polyamid und das sind mindestens 35% Blueface Leicester. Ja, und das ist meine absolute Lieblings-Sockenwolle, nicht in allen Farben, aber in vielen Farben, weil sie tragen sich wirklich super. Ich habe jetzt auch solche Socken an, also Socken aus dieser Wolle, nur in einer anderen Farbe. Die zeige ich lieber nicht, die trage ich schon lange. Die ja, sehen aber nur gut aus. Und sie sind definitiv, haben sie keine Löcher, also die halten wirklich gut. Die kann man in der Waschmaschine waschen bei 30 Grad? Bei 30 Grad, kein Problem. Ich habe sie auch schon bei 40 gewaschen, passierte nichts. So, und wenn man sie verstrickt, dann sieht die Socke so aus, beziehungsweise dann sieht das Verstrickte so aus. Das ist eine andere Farbe, logischerweise, sieht man ja. Die gibt es nicht in meinem Shop. Die könnte ich aber, also wenn ihr Interesse habt, die Socken genau so zu stricken, falls ihr überhaupt Interesse habt, solche Socken zu stricken, diese Wolle habe ich im Shop. Und diese könnte ich sicherlich nach ordern und auch im Shop ergänzen. Oder man nimmt halt einfach irgendeine andere Sockenwolle dafür. Das sind ja kleinere Abschnitte. Ja, und bei dieser Socke ist das so, ich habe hier angefangen mit dem, ja, auf Englisch heißt es Turkish Cast On, also türkischer Anschlag quasi. Man fängt also hier in der Mitte an und strickt dann in beide Richtungen, beziehungsweise in Runde dann entsprechend. Hier macht man dann direkt Zunahmen und ab hier geht das dann glatt. Und bei mir sieht man, dass hier so hier und da mal Reihen oder Rundenmarkierer sind. Die stehen bei mir immer da, wo ich was gemacht habe. Und zwar habe ich hier was zugenommen, also auf jeder Seite jeweils eine Masche zugenommen, hier jeweils eine Masche zugenommen, so dass ich also insgesamt 4 Maschen mehr habe für die Ferse. Und für den Fuß hier, für den Fußspann oder wie das heißt. Dann habe ich die, wie heißt das? Diese Ferse mit verkürzten, mit German
Short Rows, genau, mit verkürzten Reihen gemacht. Ja, das ist, also hier ist das quasi ungetrennt und hier macht man mit verkürzten Reihen hin und her stricken und dann ja, ist man zwischendurch in der Mitte, muss man dann halt 2 Runden ja, um den Fuß rum machen und dann strickt man halt weiter mit verkürzten Reihen, die immer länger werden und dann habe ich hier wieder zweimal, ja genau, hier fehlt ein Reihen- oder Rundenmarkierer. Auf jeden Fall habe ich hier wieder die Maschen, die ich hier zugenommen habe ich hier wieder abgenommen, ja, sodass ich hier um den Fußspann halt mehr, ja, mehr Stoff habe, damit das hier nicht spannt. Und dann halt also eine rechts, eine links Bündchen und das war's. Ja, also das ist meine Socke. Die zweite ist dann halt nur als Beweis so weit fortgeschritten. Das sieht dann so aus, wenn man von unten strickt. Ja, also so von unten. Ja, mit einem schönen Maschenmarkierer von irgendwo. Ja, also bis hierhin habe ich gestrickt. Bald, ja, so relativ bald muss ich dann die Zunahmen machen und dann kommt irgendwann die Ferse. Und eigentlich, ja, jetzt habe ich wieder Lust, das fertig zu stricken. So, mein Hund kommt jetzt hoch und leistet uns Gesellschaft. Wo ist er? Da ist er. Genau, er fühlt sich, glaube ich, heute nicht so gut. Das war's mit meinen aktuellen Projekten. Ich sage jetzt noch ein paar Worte zu meinem Shop. Falls ihr aber kein Interesse habt, könnt ihr natürlich hier Tschüss sagen. Ich sage aber nicht viel zum Shop. Ja? Und im Abspann kommen, wie gesagt, Fotos und Aufnahmen von der H&H und vielleicht das Interview mit der Chefredakteurin der deutschen Ausgabe von The Knitter, mit Janne Graf. Oder halt nicht. Ja, zum Shop. Zum Shop wollte ich eigentlich nur ein paar Worte sagen. Es gibt neue Wolle sozusagen im Shop. Ich habe The Croft Shetland von West Yorkshire Spinners in Decay-Stärke ein bisschen aufgestockt, geht aber sehr schnell weg. Also ich glaube, das meiste ist schon ausverkauft. Wenn ihr aber Vorstellungen habt, welche Farben oder wenn ihr zum Beispiel schwarz oder weiß haben wollt, das ist nämlich das, was schon fast oder ganz ausverkauft ist, dann schreibt mir bitte eine Nachricht. Ansonsten gibt es im Shop verschiedene andere Farben von dieser Shetland-Wolle von West Yorkshire Spinners, aus der ich ja in der letzten Folge, glaube ich, ein Colorwork-Projekt gezeigt habe. Ich stricke ein Cardigan in Runden mit Colorwork und mit einem Steak-Panel hier in der Mitte. Also ich werde das Strickstück aufschneiden und das macht mir keine Angst. Ich freue mich eigentlich ehrlich gesagt richtig drauf, weil weiß ich nicht, ich freue mich einfach drauf. Mir macht es ja auch nichts aus, meine Sachen zu ribbeln und ich glaube, das hat damit zu tun, ich betrachte Strickstücke als Spaß. Ich bin auf jeden Fall Prozessstrickerin. Ich möchte zwar die Strickstücke am Ende haben, ich stricke ja eigentlich quasi nur das, was ich haben möchte oder was ich gerne für meine Tochter haben möchte, aber es ist, also das Stricken an sich macht mir mehr Spaß, all diese Strickstücke dann zu tragen. Oft. Und ja, das sieht man auch an der Anzahl meiner Strickstücke, die ich gleichzeitig stricke oder die ich abwechselnd stricke. Jedenfalls im Shop, jetzt kommt es wieder, ja, wenn ich ganz frei spreche und kein konkretes Ziel habe, dann schweife ich in die Strickweiten ab. Ja, im Shop gibt es neue Shetlandwolle von West Yorkshire Spinners und es gibt BFL, Decay, also Fleece Decay, auch in ein paar Farben und ich werde das nach Ostern nochmal also updaten und nochmal ausweiten, also noch ein bisschen mehr anbieten. Und nächste Woche kann ich keine Wolle verschicken, weil ich nicht direkt vor Ort bin. Aber man kann die Bestellungen trotzdem aufgeben, die würde ich dann ab dem 17. verschicken. Ja. Im Moment habe ich einen Rabatt aufgrund von Ostern sozusagen und ihr könnt alles mit 10% Rabatt erwerben und damit ich den Shop nicht schließen muss, weil ich nicht versende, dachte ich, ich lasse den Shop aus, sodass ihr von dem Rabatt profitieren könnt, wenn ihr was bestellen wollt und ich aber, wie gesagt, nicht sofort verschicken kann, also verschicke ich nach dem 17. Ja, ich glaube, ich
bin für heute fertig. Ich muss jetzt noch ein bisschen in meinem Kopf rumkramen. Nee, ich glaube, das ist alles, was ich heute unbedingt sagen wollte, unbedingt zeigen und erzählen wollte. Dann, ja, ich denke, ich kriege erst zum Freitag oder vielleicht sogar zum Samstag hin, die Folge zu bearbeiten, weil sie jetzt doch ein bisschen lang ist. Naja, eigentlich meine übliche Länge. In jedem Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne Ostern. Und wir sehen uns wahrscheinlich nach Ostern und nach den Ferien wieder. Bin mir nicht sicher, dass ich nächste Woche eine Folge hochladen kann. Da bin ich, wie gesagt, unterwegs. Ja, ich wünsche euch oder vielen Dank erstmal für das Durchhaltevermögen, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Einfach vielen Dank, dass ihr da seid und ich wünsche euch frohes Stricken und schöne Ostern.